Jutta Burkhardt erfüllt die Träume ihrer Kunden und Kundinnen. Sie ist eine der wenigen Schneiderinnen, die sich auf Korsetts spezialisiert hat. Korsetts sind eigentlich das beste Beispiel für Handwerkskunst, weil genau beides drinsteckt zu gleichen Teilen. Ne? Sowohl ein sehr genaues Handwerk, wo man viel Erfahrung braucht, als auch ein künstlerisches Gestalten, das ganz kreativ ist. Zwischen Wohnhäusern befindet sich im Souterrain Juttas kleine, aber feine Werkstatt. Kundin Jeannie will sich von der Maßschneiderin ihren großen Traum erfüllen lassen. Ein ganz besonderes Korsett. Ich hätte total gern mal einen Mädchentraum erfüllt von mir. Jetzt bin ich so alt, jetzt kann ich mir das vielleicht auch mal gönnen. Und zwar die Sissi in dem grünen Kleid. Das war schon, als ich kleines Kind war das immer der absolute Traum für mich. Der Traum ist bis heute da und deswegen will ich es machen. Aber eben auch, weil es, glaube ich, zwischendurch mal ein ganz angenehmes Gefühl ist, wenn mir das alles mal gehalten wird. Seit ich schwanger war, ist das hier alles oft recht weich, auch mit viel Sport und Ernährungsumstellung. So ist es einfach total viel Haut hier und das hoffe ich halt, dass es bei einem maßgeschneiderten Korsett eben einfach fast wie so eine zweite Haut ist, die halt da strammer anlegt und die mir halt wirklich so ein bisschen die Kurven betont. Und aber trotzdem eine gute Figur macht. Und dafür muss die Schneiderin erst mal einen Entwurf zeichnen. Das Sissi-Korsett dient als Vorlage, soll aber einen Herzchenausschnitt am Dekolleté bekommen. Dann haben wir die Häkchen von der Schließe. Das ist ja einfach ganz typisch bei jedem Korsett. Ja, das Korsett ist auch immer ein bisschen wie eine kleine Rüstung. Also man fühlt sich dann so gestärkt und eben vom Selbstbewusstsein her auch. Das funktioniert nur, wenn das Korsett perfekt passt und am Körper anliegt wie eine zweite Haut. Das ist der bedeutende Unterschied zwischen Stangenware und Maßanfertigung. Und das ist wie wenn ich einen zu engen Schuh anziehe und damit einen Tag durch die Stadt laufe. Da werde ich auch nicht froh damit. Und so ist es beim Korsett, das nicht passt, auch. Sind wir in der Taille? Ja, gell? Ja, ich denke doch. Ja. Um ein Korsett passgenau herzustellen, braucht die Schneiderin viele Umfangmaße. Brust, Unterbrust, Taille, Hüfte, um nur einige zu nennen. Zudem muss sie wissen, wie sich der Abstand zwischen den einzelnen Umfangmaßen bemisst. Also es ist ganz wichtig, dass ich weiß, auf welchem Abstand zur Taille jetzt zum Beispiel das Unterbrustmaß sich befindet. Ja? Weil hier habe ich eine bestimmte Weite. Die Weite zeichne ich danach in meinen Korsettschnitt ein, aber die Weite muss an der richtigen Stelle sein. Ja? Das hilft mir nichts, wenn ich jetzt diese Weite hier oben habe. Da passt es ja nicht. Also eben auch das Brustumfangmaß, das muss jetzt einfach den Abstand bekommen von 14 cm in dem Fall, damit die Brust dann auf der richtigen Höhe sitzt im Korsett. Nachdem die Maße abgenommen sind, muss sie alles zu Papier bringen, im wörtlichen Sinne. Denn als erstes fertigt Jutta keinen Schnitt aus Stoff, sondern aus Papier. Hier ist die Taille. Dann habe ich als nächstes gemessen den oberen Hüftumfang und der hat einen Abstand von 8 cm. Im Laufe ihrer Berufsjahre hat die Schneiderin einen genauen Blick für menschliche Körper entwickelt. Also mein Gedächtnis hat sowas wie eine Körperformenbibliothek. Und ich sehe dann zum Beispiel, die Kundin ist relativ ähnlich wie eine andere Kundin, für die ich schon mal was gemacht habe und weiß dann auch, der Schnitt würde gut zu der Körperform passen. Die einzelnen Schnittteile des Papierkorsetts müssen millimetergenau zugeschnitten werden. Dieser Arbeitsgang ist enorm wichtig, denn hier findet die Übertragung des menschlichen Körpers auf Papier statt.
3D-Maße muss die Schneiderin auf 2D übertragen. Und nachdem alles ausgeschnitten ist, geht es zurück von 2D auf 3D. Eine Form muss geschaffen werden. Dazu benutzt Jutta den gerundeten Bügelbock. Also ich muss jetzt 2 Kurven zusammenkleben, die auseinandergehen. Das kann ich nicht auf dem Tisch machen. Das funktioniert einfach nicht, weil die nicht zusammen sein wollen eigentlich. Es funktioniert erst ab dem Moment, wo das Ganze eine Rundung bekommt. Die Rundung, die es dann später auch haben soll. Und jetzt erkennt man die vordere Hälfte vom Korsett. Und das wäre dann die Position, wo es hinkommt. Der Rest des Papierkorsetts wird ebenfalls angezeichnet, ausgeschnitten und geklebt. Und das dauert. Als nächstes baut sie einen Dummy, ein Musterkorsett aus Leinen. Ich zeichne jetzt die Schnittteile auf und daraus entsteht das Musterkorsett. Das heißt, wir nähen nicht gleich das richtige Korsett, sondern es gibt eben ein Anprobemuster. Das wird aus einer Leinwand gemacht. Das Musterkorsett hat 2 Funktionen. Zum einen kann die Handwerkerin sehen, ob das Korsett so aussieht, wie sie sich das vorgestellt hat. Zum anderen ist es ein Gefühlstest für die Kundin. Sie wird es später nämlich anziehen und Feedback geben. Damit dann nichts zwickt und kneift, müssen auch alle überstehenden Stoffteile, wie beispielsweise Nahtzugaben, fachgerecht verarbeitet werden. Also wenn ich meine Nahtzugabe jetzt flach ins Korsett innen reinlegen möchte, sieht man, dass das zu viele Wellen ergibt. Das würde sich auf der Vorderseite durchdrücken und das sieht nicht schön aus. Deshalb muss ich was von der Nahtzugabe einschneiden, damit der Stoff besser Platz hat. Bis das Musterkorsett fertig ist, wechselt die Schneiderin unzählige Male zwischen Schneidertisch und Nähmaschine. Dann ist es soweit, die Kundin kann kommen. Dann geh doch schon mal in die Umkleide und zieh was aus und ich komme dann mit dem Korsett und geb's dir an. Sagst mir einfach, wenn du soweit bist. Jawohl. Jetzt ist es noch nicht sehr eng, oder? Vom Gefühl her? Nö, es ist noch nicht sehr eng. Also aber oben wollen wir eh auch noch weiter zusammenkommen. ja. Fühlt sich schon mal ganz gestützt an, soweit. Du sagst mir Bescheid, wenn irgendwas ist. Anders als eine Corsage muss ein Korsett hauteng sitzen und wird fest geschnürt. Nur nicht so fest, dass die Trägerin keine Luft mehr bekommt. Also im Korsett wird man schnell ohnmächtig. Das kommt aus der viktorianischen Zeit. Da durften sich die Männer und Frauen selbst nicht bekannt machen miteinander. Also wenn jetzt eine junge Dame einen Mann gesehen hat, der interessant war, dann konnte sie gut einen Ohnmachtsanfall vortäuschen, ist so langsam umgesunken. Ja, die fallen ja auch nicht um wie ein Brett. Und dann musste der Herr herbeieilen und helfen. Und somit war dann die Bekanntschaft schon hergestellt. Die mussten sich danach dann vorstellen und das Eis war gebrochen. Man kannte sich und man durfte miteinander reden. Damit es nicht ganz Genau. Das Musterkorsett ist jetzt dazu da, damit ich sehen kann, wie weit passt der Schnitt, den ich gemacht habe. Ja, den habe ich ja nach ihren Maßen erstellt. Und damit die Ginny sehen kann, wie fühlt sich das an. Es ist wie eine zweite Haut, so ein bisschen. Nur, dass es halt ein bisschen mehr, ein bisschen straffer ist. Aber es stützt mich wie so eine straffe Haut an den richtigen Stellen eben. Also jetzt merke ich halt gerade, dass es vielleicht noch ein bisschen, da noch ein bisschen absteht und da ist noch ein bisschen lang vielleicht. Das werden wir dann vielleicht sehen, ich weiß nicht. Aber ansonsten hier fühlt sich schon total gut an. Also ich finde es echt sehr bequem.
Aber wir können es jetzt einfach noch perfektionieren und deswegen machen wir auch die Anprobe, weil ich jetzt eben genau sehen kann, was braucht denn einfach noch eine kleine Änderung. Da, so. Wir können hier noch ein bisschen enger werden. Dann kriegen wir nämlich auch noch ein bisschen mehr Drama von der Kurve her. Und es geht ja immer um die schöne Form auch. Schon beim Musterkorsett ist es wichtig, dass der Stoff ganz eng am Körper anliegt. So, wenn ich das jetzt halte, so wie ich die Änderung haben möchte, dann sehen wir gleich, es wird viel schöner. Es gibt einen schöneren Ausschnitt in der Mitte. Genau. Und fühlt sich auch gehaltener an. Fühlt sich besser an. Du willst ja auch das Gefühl haben, dass alles sicher ist, dass dir nichts rausfallen kann, wenn du dich bewegst. So soll es sein. Der große Moment. Kundin Jeannie bekommt zum ersten Mal den eigentlichen Korsettstoff zu sehen, den Jutta besorgt hat. Und ich glaube, das ist genau der richtige. Oh ja. Das ist ein Seidensatin. Ui, ja, schon mal wieder so auch so dunkelhell und so schillert. Eigentlich genau wie auf dem Bild vom Sissi-Kleid. Das stimmt. Das ist echt super. Schauen wir mal, was sich das so vorstellt. Ich glaube, der passt perfekt, der ist gell? Super. Ja. Der ist echt super schön. Ich hätte gedacht, dass das so. Das war ein Glücksgriff. Ja. Weil das ist jetzt auch nicht die Modefarbe oder so. Nein, das war ein Glücksgriff. Genau. Und der fühlt sich auch, das ist so ein Handschmeichler. Ja, der fühlt sich total angenehm an. Wunderschön, geschmeidig und glatt. Um das endgültige Korsett zu nähen, benutzt die Schneiderin den klassischen Korsettstoff. Dieser liegt unter dem grünen Satin und bildet die Basis. Für das richtige Korsett brauchen wir einen speziellen Korsettstoff. Der heißt Coutil. Der ist sehr eng gewebt und hat die Eigenschaft, dass der sich gar nicht dehnt. Der darf sich auch nicht dehnen, denn sonst würden wir die Form verlieren vom Korsett, die wir mühevoll in Maßarbeit erstellen. Coutil wird meist aus Baumwolle oder Mischfasern hergestellt. Er wird aus vielen einzelnen Fäden gewoben. Das macht ihn stabil und steif, so dass er bei Zug nicht nachgibt. Also jeder, der eine Mutter hat, die auch näht, weiß, dass man die Schneiderschere auf gar keinen Fall für irgendwas anderes hernehmen darf. Sonst bringt einen die Mutti um. Die Schneiderschere ist heilig und darf wirklich nur für Stoffe verwendet werden. Coutil ist der Unterstoff, auf den später der Oberstoff, der schöne grüne Satin, kommt. Damit die beiden Stoffe aufeinander halten, werden sie nicht genäht, sondern geklebt. Dafür benutzt Jutta eine Klebefolie, die sie erhitzen muss. Jetzt haben wir hier den Korsettstoff, der uns die Stabilität bringt. Und vorne drauf kommt jetzt dieser wunderschöne Seidensatin mit dem edlen Glanz. Die zwei Stoffe müssen jetzt noch vereint werden, damit wir dann daraus das Korsett nähen können. Um den grünen Satin exakt schneiden zu können, nimmt Jutta einen sehr scharfen Rollschneider. Es ist einfacher als mit der Schere, weil ich durch den Rollschneider den Stoff nicht jedes Mal hochhebe. Bei der Schere passiert einfach mehr Bewegung beim Schneiden. Und hier drücke ich nur nach unten. Je fortgeschrittener das Korsett, desto kleinteiliger und filigraner werden die Arbeitsschritte. Ich muss jetzt gleich den Stoff hier einschneiden, und zwar genau bis in die Spitze. Der Stoff würde mir aber ausfransen, wenn ich den nicht vorbehandle. Deshalb mache ich hier ein kleines bisschen Kleber drauf. Der hält mir die Stofffasern zusammen und sichert mir die Schnittkante. Das alles muss super vorsichtig passieren, weil sobald ich hier drüber komme, bin ich schon in dem Bereich, den man später sieht. Und das Schnittteil wäre dann verloren. Hier kann ich jetzt erkennen, dass der Kleber soweit getrocknet ist, dass ich den verarbeiten kann.
Hier sehen wir noch mal die ganz kleine Ecke, die ich als erstes mit Kleber bestrichen habe. Das Ganze wurde jetzt eingeschnitten, nach hinten umgeklebt. Und jetzt müssen diese zwei Formen zusammengebracht werden. Da das auf der Fläche nicht funktionieren kann, muss ich das wieder über die Rundung kleben. Im nächsten Schritt muss Jutta die einzelnen Teile zusammennähen. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit ist die Verwendung eines Zwickels. Der Zwickel ist ein keil- oder rautenförmiges Stoffstück. Mit ihm kann die Schneiderin zwei Teile zusammenfügen oder gar erweitern. Der Zwickel beschert uns in einem Stoffstück, das eigentlich flach ist, eine Rundung. Und in einem historischen Korsett war der Zwickel auch dazu da, einfach um die Weite einzustellen. Das ist jetzt zum Beispiel hinten an der Hüfte. Ich kann mit demselben Schnitt auch ein Korsett machen für eine Dame, die mehr Hüftweite braucht oder weniger. Ich muss einfach nur das Dreieck größer oder kleiner machen und somit verändert sich der Schnitt. Genauso an der Brust. Ich kann hier den Zwickel an der Brust größer machen, dann bekomme ich mehr Oberweite. Oder ich kann den Zwickel schmäler machen, dann wird die Brustweite kleiner. Das ist einfach ein sehr tolles Modul, um Oberweite und Hüftweite einzustellen. Ein Korsett besteht genau genommen aus zwei Teilen. Die werden nicht nur hinten zusammengeschnürt, sondern auch vorne verschlossen. Das ist die klassische Korsettschließe. Die kommt vorne mittig ins Korsett. Die muss dort auf eine spezielle Art eingenäht werden und das ist relativ knifflig. So, die Häkchen sollen wirklich ganz vorne in der Nahtkante sitzen. So. Erst wenn die Häkchenseite drinnen ist, kann ich auf der Gegenseite anzeichnen, wo meine Knöpfchen durch den Stoff schauen müssen. Mit Messen würde das einfach nicht genau genug werden. So, beide Stoffkanten sollen ganz nah zusammenkommen. Und auch die untere Kante muss schön übereinstimmen. Jetzt kann ich mir hier die Stelle anzeichnen, wo das Knöpfchen dann durch den Stoff schauen muss. Jetzt müssen Löcher in den schönen Stoff. Damit das möglichst schonend passiert, benutzt die Schneiderin ein spezielles Werkzeug, was Sattler, Schuhmacher, Segelmacher oder eben auch Schneiderinnen benutzen. Mit der Ahle mache ich jetzt ein Loch in den Stoff, aber besser gesagt ist eigentlich, ich versuche die Stofffasern auseinander zu drängen, damit ich keine Faser verletze. Sonst hätte ich Fransen im Stoff und der Stoff würde sich auftrennen. So, ich schiebe mit der Ahle den Stoff ganz vorsichtig über das Knöpfchen und dann buxiere ich den Rest auch sehr vorsichtig um das Knöpfchen herum, so dass es dann so aussieht, als wäre nichts gewesen. Das hat man den Stoff gar nicht gestört. Jetzt sind beide Schließenteile im Stoff vorfixiert. Hier ist der Untertritt, damit man sich nicht einzwickt beim Korsettschließen. Und jetzt kann ich mir anschauen, wie das zusammenpasst. Für die figurformende Wirkung des Korsetts braucht es diese stabile Schließe, die im Stoff versteckt ist. Bei einer Corsage hingegen würden leichte Verschlusshäkchen ausreichen. Woher weiß die Schneiderin überhaupt, wo sie nähen muss? Da merkt man auch wieder, die Hände sind eigentlich das allerwichtigste Werkzeug. Nur mit dem Feingefühl kann ich das jetzt eher spüren, wo ich hin muss.
Ich sehe die Schließe ja nicht, der Stoff ist drüber. Deshalb ist auch wirklich eine Feinfühligkeit wirklich eine ganz wichtige Eigenschaft beim Korsettmachen. Unterm Stoff versteckt sich das Stäbchen von meiner Schließe, das Metallstäbchen. Da kann ich natürlich nicht drauf nähen, aber ich muss ganz knapp neben der Metallstange nähen. Das heißt, erstens sehr langsam und vorsichtig. Und zweitens kann ich mir mit dem Modelliereisen sehr schön die Kante erfüllen. Wichtig, dass die Naht schön wird. Das ist vorne in der Mitte die Stelle, die man als erstes sieht, wenn das Korsett angezogen ist. Und man hat nur einen Versuch. So, die rechte Hälfte vom Korsett ist jetzt fertig zusammengenäht und die linke Hälfte wird genauso gemacht. Obwohl das Korsett heutzutage kein gängiges Kleidungsstück mehr ist, mangelt es Jutta nicht an Kundinnen und Kunden. Sie kommen aus den Bereichen Schauspiel, Musical und Oper, Cosplay, Fetisch und Travestie. Ungefähr die Hälfte meiner Kunden sind mittlerweile Herren. Einfach weil ich von Anfang an gesagt habe, ja, wenn ihr das wollt, dann mache ich das. Und es ist fast schon so ein Spezialgebiet geworden, weil für Herren gibt es einfach so wenig generell. Als Frau kann ich mir fast überall ein Korsett bestellen. Aber für die Herren gibt es wenig, das passt. Also da geht die Bandbreite so weit auseinander. Und das macht es eigentlich gerade interessant auch. Zum Bügeln werden die Korsettteile auf den Bügelbock gespannt. Steck mir die Nadeln in die Nahtlöcher, um keine weiteren Löcher in die Seite zu pieksen, die man danach sieht. Und eben mit Zug wird die Gegenseite befestigt. Jetzt brauche ich ein Bügeltuch, sonst würde das Bügeleisen Abdrücke hinterlassen auf der Seite. Ich kann hier fühlen, wo die Naht ist. Und dann massiere ich tatsächlich mit dem heißen Bügeleisen die Nahtkante. Jetzt wird nämlich die Form rausgearbeitet, die das Korsett dann später haben soll. Als nächstes kommt Metall zum Einsatz, in Form von Stäbchen. Die typischen Korsettstäbchen geben Stabilität und machen es möglich, die Proportionen des Körpers zu formen und zu verändern. Es gibt zwei Arten Korsettstäbchen. Einmal die Flachstahlstäbchen. Die biegen sich nach vorne und nach hinten und zur Seite nicht. Und dann gibt es das Spiralstahlstäbchen. Das kann sich nach vorne und hinten biegen, aber auch nach links und rechts. Und das ist dann genau dafür gemacht, dass es den Stoff aufrecht hält. Aber man kann sich auch noch gut bewegen mit dem Korsett. Vom 17. bis zum frühen 20. Jahrhundert waren Korsettstäbchen aus Fischbein. Fischbein war ein Material, das aus den Barten der Bartwale hergestellt wurde. Kein anderes Material war gleichzeitig steif und flexibel zugleich und deshalb sehr gefragt in der Schneiderei. Die Jagd nach Fischbein führte beinahe zur kompletten Ausrottung der Bartwalpopulation. Heute sind Korsettstäbchen aus Metall. So, die Flachstahlstäbchen müssen links und rechts neben die Ösen, denn hier passiert beim Schnüren sehr viel Zug. Und wenn ich das Stäbchen neben den Ösen hätte, würde ich mit der Schnur einfach nur den Stoff verziehen. Dieses Stäbchen kann den Stoff an Ort und Stelle halten und fängt den Zug auf. Für einen schönen Abschluss an den Rändern braucht das Korsett ein sogenanntes Einfassband.
Das Einfassband ist einfach der schöne Abschluss von der Korsettkante. Die würde ja normalerweise so aussehen. Und ich brauche hier einen schönen Rand, einfach um das Ganze optisch und auch praktisch abzuschließen. Der letzte Schritt beim Einfassband ist ziemlich knifflig. Ich möchte mit der Nadel genau hier im Nahtschatten entlang steppen. Darf nicht hier drauf kommen und auch nicht so weit ins Korsett rein. Nach tagelanger Arbeit ist das Korsett fertig. Ein Mädchentraum in Grün, der seinen Preis hat. Korsetts dieser Art kosten knapp 1.000 €. Nach oben keine Grenze. Das sind jetzt 6,50 Meter Satinband. Man glaubt immer nicht, wie viel Schnur man letzten Endes braucht. Also das fertige Korsett, solange es noch auf meinem Tisch ist, da habe ich immer ein sehr kritisches Auge, wie, glaube ich, einfach viele Handwerker und auch Künstler, ne, die einfach sehr aufs Detail schauen. Ich weiß einfach noch nicht, ob es wirklich so ganz perfekt passt, wie ich das gerne hätte, weil das kann ich erst sehen, wenn der Mensch drin ist. Ich will dann auch immer sehen, sind die Kunden zufrieden, freuen sie sich? So, da ist dein fertiges Korsett. Oh, wie schön. Wie schön. Oh, ich bin voll gespannt jetzt. Ja, ich auch. Ich gehe gleich mal. Ja? Ich gehe gleich mal. Ich gebe es dir dann wieder. Ja. Ja, ein Korsett ist eine Maßanfertigung und das passt dann wirklich immer nur genau einem Menschen, für den es gemacht ist. Ne? Und das ist deshalb auch jedes Mal ein Unikat. Um das Korsett ohne Hilfe schnüren zu können, müssen die Kunden eine Schulung bei Jutta absolvieren. Mit ein bisschen Übung klappt es dann auch allein. Dann muss ich von oben zur Mitte hin nachschnüren, ne, die Schnur holen. Das Korsett ist an der Taille am engsten und hier bekommen wir am meisten Zug. Das ist der Grund, warum die Schnüre in der Mitte rauskommen, weil ich das dann einfach am besten regulieren kann. Also es wird langsam fester, aber noch kann ich gar nicht... Genau, jetzt merke ich's. Bis jetzt war da oben nämlich total locker und da konnte ich jetzt noch gar nicht so wirklich sagen, wie sich's wohl anfühlt. Aber jetzt... Das war auch gerade noch sehr genau. locker. Jetzt kommen wir näher zusammen. Und jetzt fühlt sich das auch oben gehalten an. Es ist auch wichtig, dass man einfach nach und nach schnürt und nicht mit viel Kraft und viel Schwung. So, jetzt lass dich mal anschauen. Ich will mich auch mal anschauen. Jawohl. Schau dich an. Wow, cool. Ja, jetzt ist da nichts mehr, was da absteht. Nichts mehr ab. Super. Ja, total gut. Ein Traum, ein Traum. So oder nicht ganz so toll hätte ich es mir vorgestellt. Auch das mit dem Herz sehe ich ja jetzt das erste Mal so. Schön, schön, schön. Das Super, freut echt. mich natürlich auch total. Ich wollte immer Prinzessin werden als Kind. Und das habe ich mir jetzt damit erfüllt. Und das macht mich natürlich total glücklich. Also das ist jetzt wirklich so ein Mädchentraum. Ist in Erfüllung gegangen damit. Haben wir es getroffen? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bitteschön. Voll schön. Gerne. Das ist dann eigentlich so die Auflösung von dem ganzen Projekt. Ja. Das ist so das Ziel und das Zuckerl. Und eigentlich ist das der schönste Moment an der ganzen Geschichte, wenn die Kunden das bekommen, was sie haben wollten und dann einfach glücklich sind. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.